Was für ein unfassbar geiles Gelände. Ein altes Fabrikgelände. Hier stehen überall noch die alten Strukturen, alte Hallen, alte Maschinen. Also die Atmosphäre hier ist unfassbar. Ich bin in Beijing und zwar auf der 21 RV Messe. Das ist die größte Wohnmobil- und Campermesse hier in China. Und ich will euch jetzt hier in diesem Video mal einmal zeigen, was gibt es für Innovationen, was gibt es für Neuigkeiten in und aus China. Und ganz verrückt, ich will das in einem One-Shot machen. Also ich will, solange der Kamera-Akku hält, mit euch hier einmal durch alle Hallen laufen. Ihr müsst viel ertragen, weil ich werde die ganze Zeit viel quatschen, viel Blödsinn quatschen wahrscheinlich auch. Und ich weiß, auf diesem Kanal gibt es viele, die interessiert das gar nicht. Die haben gar keinen Bock auf chinesische Wohnmobile. Ich habe total Bock auf chinesische Wohnmobile, weil ich finde die total geil. Innovativ, einfach anders als die europäischen Wohnmobile. Und für diejenigen, die da nicht so viel Bock drauf haben, sondern lieber Reisevideos sehen wollen, die sollen auf jeden Fall bei Richtung Himmelblau bleiben. Denn für alle anderen haben wir uns überlegt, wir wollen uns einen neuen Kanal basteln. Und ehrlich gesagt muss ich euch sagen, guck mal, das Blau dieses Caps, ne, passt auch gar nicht so gut zu meinem Outfit. Deswegen, Leute, habe ich hier noch ein Cap. Das setze ich jetzt mal auf und das passt auch optisch viel besser zu meinem Outfit jetzt, oder? Wir wollen nämlich einen zweiten Kanal gründen und zwar Road Explorer China. Bei Road Explorer China, da werdet ihr demnächst viel mehr zu chinesischen Wohnmobilen sehen. Da werdet ihr auch noch andere Inhalte sehen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Glaubt mir, bleibt dran, bitte. Link ist in der Beschreibung. Schaut euch einmal den Kanal an. Abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt auf chinesische Wohnmobile, wenn ihr Bock habt auf chinesische Innovationen. Und jetzt will ich euch einmal hier auf die Messe entführen. Die 21 RV Messe hier in Beijing. Wie gesagt, das Gelände ist unfassbar spannend. Da ist der Eingang, man kommt halt rein. Ich bin jetzt schon einmal reingelaufen. Und Chinesen müssen hier keinen Eintritt zahlen. Also die kommen hier so rein. Und ihr seht das schon. Es ist auch ziemlich voll geworden, denn Camping und Wohnmobile sind momentan hier extrem angesagt. Also die Möglichkeit, mit dem Wohnmobil in China zu reisen, wird immer populärer, denn Chinesen verdienen mittlerweile immer mehr Geld. Die haben immer mehr die Möglichkeit, ihr Geld auch zu investieren, und zwar in Wohnmobile. Und entsprechend sind hier sehr viele Leute, die sich für Wohnmobile interessieren. Natürlich auch Leute, die hier einfach nur herkommen, weil du keinen Eintritt zahlen musst und mal am Wochenende schön einen kleinen Ausflug mit deiner Familie machen kannst. Aber wie gesagt, Wohnmobilreisen immer angesagter in China. Mittlerweile haben die Chinesen Zeit dafür und sie haben auch mittlerweile das Geld dafür. So, wir sind in Halle 1 und in Halle 1 sind alle großen Hersteller, kann man sagen. Also hier sind die Firmen, die schon sehr viele Fahrzeuge produzieren und entsprechend auch schon ihren Ruf haben. Der erste Laden ist hier LiveZone. Ich kann mal mit euch über den Stand einmal schauen. LiveZone haben eigentlich keine Wohnmobile, sondern die haben die Aufbauten auf den Pickup-Trucks. Die Pickup-Trucks werden zum größten Teil aus den USA importiert. Also sie nutzen dafür zum Beispiel die Ford-Basis. Man sieht es hier auch an der Front, das ist halt schon optisch typisch USA-Fahrzeug, wobei mittlerweile schwenken sie auch zurück auf Fahrzeuge, die jetzt in China produziert werden. Und ja, es sind halt einfach Autos, die eher so für Offroad vorgesehen sind. Halt auch so von der Optik, ne? Sind jetzt hier zum Beispiel alle mit so einer Art Raptor-Lack lackiert. Also ich kann hier auch mal durch Wald und Wiese fahren. Und sie haben noch ein einziges Wohnmobil hier auf dem Stand. Das wollen sie allerdings demnächst auch verbannen, rausschmeißen aus ihrem Portfolio, weil es nicht ganz so gut läuft wie die anderen Fahrzeuge. Die anderen Fahrzeuge laufen halt viel, viel besser. Also die sind viel mehr angesagt. Und die sind natürlich auch optisch nochmal eine ganz andere Nummer, hier mit so einem Geschoss dann durch die Gegend zu fahren. Also damit kannst du halt auch in China richtig Offroad fahren. Guckt euch die Fenster an, die sind hier halt auch mal mit so einem kleinen Fensterschutz, dass die nicht kaputt gehen.
massive Reifen hier. Dieses Auto ist noch nicht 1 Meter gerollt. Nur wenn hier überhaupt in die Halle rein. Und auch trotzdem haben diese Autos nochmal ein kleines Slide-Out-System, um den Platz zu erweitern. Es ist hier heute Wochenende, also verhältnismäßig schwer, auch sich die Autos mal so richtig anzugucken, mal reinzugucken, wie das aussieht. Denn das ist so China typisch. Hier ist es leider so, dass alle sich so ein Auto angucken wollen. Hier wird nicht gewartet. Es ist so ein bisschen wie der letzte Saunaaufguss, ne? Es wird halt einfach versucht, ins Auto noch reinzugehen, noch den letzten Platz zu finden, wo man sich hinstellen kann und sich dann da das Auto anzugucken. Aber für mich primär die Fahrzeuge von Livezone jetzt ohnehin nicht so spannend, weil ich diese Aufbauten auf den Pickups jetzt auch nicht ganz so spannend finde. Aber um euch mal einen kleinen Überblick zu geben, so sieht das hier aus. Und was man auch hört, in China ist halt auf den Messen immer eine extreme Lautstärke. Also nicht nur, dass sie einen beschallen hier mit den Monitoren und den Soundanlagen, sondern hier, du hörst hier auch das Hupen ordentlich. Also die Alarmanlagen gehen hier los, die sind nicht ausgeschaltet. Es ist halt nicht nur voll, sondern auch eine extreme Lautstärke. Ja, hier nächster Anbieter, auch ein spannender Anbieter. Übrigens die beiden vorderen Fahrzeuge, die sind jetzt hier neu im Portfolio. Ich habe den Designer kennengelernt. Der hat angefangen, erst ein Auto für sich selber zu bauen. Und dann ist das so gut angekommen, dass er gesagt hat, okay, ich baue noch einen zweiten Wagen für den Freund. Das ist der hier. Und mittlerweile hat er einen Hersteller gefunden. Also genau den Hersteller, wo wir jetzt hier gerade auf dem Stand sind. Und die produzieren jetzt mittlerweile auch diese Fahrzeuge. Also ein komplett anderes Fahrzeug. Ja, ich glaube, er liegt da auf der Hupe. Naja, genau, ein komplett anderes Fahrzeugkonzept, halt einfach hinten mit einer Bank, die du ausziehen kannst und damit baust du dir hinten außen mit dem Sofa ein kleines Bett. Dann, ich schaue mit euch mal kurz ins nächste Fahrzeug. Das Verrückte ist ja, wenn man halt so ein chinesisches Fahrzeug noch nie vorher gesehen hat, dann denkt man immer so, boah, wie innovativ ist das denn? Das ist ja komplett anders als die Fahrzeuge in Europa, kann man so sagen. Aber wo wir gerade bei Europa sind, ne? Hier, kleine Klesana-Toilette. Lieben Gruß an Daniel. Dann hier ist auch ein etwas anderes Fahrzeug mit einem Bad im Heck. Aber in der Regel ist es halt so, wenn du ein chinesisches Fahrzeug gesehen hast, dann kannst du schon so sagen, ja, ich bin begeistert. Und dann gehst du ins nächste Fahrzeug und denkst, das habe ich doch gerade gesehen. Also die unterscheiden sich dann halt entsprechend im Dekor. Aber vom Prinzip zumindest alle Fahrzeuge mit Slide-Out sehen dann irgendwann gleich aus. Du hast dann immer irgendwie ein ähnliches Fahrzeug. Mal gucken, wo ich hier jetzt mal in so ein Auto reingucken kann. Es ist ein bisschen schwieriger, wie gesagt, zumindest jetzt hier in der Halle sich ein Fahrzeug anzugucken, weil es halt einfach zu voll ist, ne? Also ein entspanntes Filmen der Autos konnte ich halt so ein bisschen die ersten 2 Tage machen. Wen es interessiert, wer mehr Details über einzelne Autos haben will, wer halt mehr über einzelne Autos sehen will, schaut mal hier bei Road Explorer China. Ich hatte die Möglichkeit, 1 bis 2 Autos im Vorfeld schon mal zu filmen und hatte ein bisschen mehr Ruhe, da war es noch nicht so voll. Hier ist die Chery Group, der nächste große Hersteller in China. Und hier haben wir so ein klassisches Fahrzeug, wovon ich gesprochen hatte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier mal reingucken kann. Es sieht jetzt auf Anhieb erstmal noch nicht ganz so voll aus. Vielleicht gucken wir gleich mal an der Seite ein bisschen mit rein. Es sei denn, die drängen sich alle noch vor. Aber das wäre so ein Fahrzeug halt mit 2 Slide-Outs. Natürlich innen halt sehr, sehr viel Platzangebot. Aber klassisch aufgebaut. Also ich habe halt hinten einen Slide-Out und eine Bettmöglichkeit. Und hier habe ich die Sitzgruppe
im Slideout und dann hier vorne im Eingangsbereich eine kleine Küchenzeile, Elektrokochplatte, Mikrowelle. Ich hau wieder ab, damit die Chinesen hier gucken können. Diese Fahrzeugkategorien, die findet man relativ häufig. Also die sehen dann halt entsprechend alle relativ ähnlich aus. Hier geht die Lautstärke auch schon wieder nach oben. Und ich habe gesagt, es wird sowohl für euch als auch für mich anstrengend, weil man die ganze Zeit so ein bisschen quatschen muss und dagegen quatschen muss. Und ich werde wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Blödsinn quatschen. Einfach nur, um halt auch ein bisschen gegen diese Lautstärke hier zu quatschen. Es gibt auch Expeditionsfahrzeuge, also diese großen Dinger. Und das ist in China ja ganz verrückt, denn in China ist es so, dass du mit deinem normalen Führerschein auch diese großen Autos fahren kannst. Denn hier ist die Limitierung die Länge. Es geht darum, wie lang ist ein Fahrzeug. Alle Fahrzeuge, die ihr hier seht, sind unter 6 Meter. Und unter diesen 6 Metern kann ich halt so ein Auto fahren. Kein Problem. Gott, es ist halt überall so voll, dass ich gar keine Chance habe, hier irgendwo reinzugucken. Hier seht ihr wieder ein Fahrzeug, auch zwei Slideouts wieder. Ne? Ich meine, die Positionierung der Waschmaschine ist dann mal halt irgendwie anders. Aber ansonsten, diese Autos mit Slideouts sehen alle verhältnismäßig ähnlich aus. Die unterscheiden sich dann im Dekor. Oh, hier ist es auch so voll. Da haue ich jetzt auch ab. Die unterscheiden sich im Dekor, aber der Grundriss ist eigentlich immer ähnlich. Dann gibt es noch eine zweite Grundrissvariante, die wir hier haben. Das ist vom Prinzip ein Wohnmobilkonzept mit dem Eingang im Heck. Jetzt bin ich aus Versehen auf den Aufnahmeknopf gekommen. Also mit dem Eingang im Heck und dadurch hast du halt die Küche im Heck. Und ja, dann unterscheiden die sich gar nicht mehr so großartig und sind relativ ähnlich. Was mittlerweile in China auch angekommen ist, ist der 4x4-Antrieb. Also was Besonderes, dass man mittlerweile in China auch die Allradfahrzeuge produziert. Früher wurden die hier nicht produziert, aber mittlerweile haben die eine eigene Produktion. Ich glaube, seit 2 Jahren ungefähr produzieren die jetzt hier auch Allradfahrzeuge. Und deswegen sieht man halt auch einige Konzepte jetzt mit einem 4x4-Antrieb. Es ist nach wie vor immer noch so laut hier. Unfassbar. Ja, Auto, ich versuche noch mal ganz kurz hinten rein zu gucken, dass ihr so einen groben Überblick habt. Hier wird halt nebenbei noch ein bisschen geturnt. Wenn euch das, wie gesagt, interessiert, ihr ein Detail von haben wollt, das Auto habe ich auf jeden Fall mal ganz kurz gefilmt in ruhiger Minute. Also das gibt es halt bei Road Explorer China einmal ganz ruhig zu sehen. So, hier hinten ist die New Go Now Group. Die kennen wir natürlich, weil die hier, also mit ihrer Untermarke Dedu in Düsseldorf auf dem Caravan-Salon waren. Mittlerweile ist es halt eine Kooperation, ein Zusammenschluss. Die haben ein bisschen Kosten sparen wollen und haben 3 Fabriken zusammengelegt. Es ist jetzt unter der Hauptfirma der New Go Now Group halt einfach ein Zusammenschluss. Und Dedu ist eine Firma jetzt von den hier hinten in der Ecke, die produzieren eigentlich oder haben angefangen, Trailer zu produzieren für den australischen Markt. Mittlerweile haben sie halt auch normale Fahrzeuge in ihrem Portfolio, aber eigentlich dafür bekannt, dass sie Trailer produzieren. Und diese Fahrzeuge werden primär nach Australien verkauft. Genau, hier schauen wir noch mal kurz ins Auto, weil hier haben wir gerade ein bisschen Platz. Im Eingangsbereich eine Waschmaschine, kleiner Küchenbereich, einen Alkoven, hinten ein Slideout, an der Seite ein Slideout, da der Alkoven. Aber ihr seht, der Grundriss ist wieder identisch. Bad, Tretford-Toilette fest verbaut.
Der Grundriss ist wieder identisch zu diesen Grundrissen mit Autos mit Slideout. Nur das Dekor ist jetzt halt ein anderes, die Farbe ist eine andere. Das ist nicht innovativ. Innovativ hier bei der New Go Now Group ist jetzt definitiv eine Tatsache. Und zwar haben die einen neuen, ja, ich will nicht sagen Antrieb erfunden, aber sie haben jetzt theoretisch die Möglichkeit, einen anderen Akku zu verbauen. Und zwar hier ein 400 Volt Akku. Den seht ihr hier. Unterfloor 400 Volt Akku. Denn normalerweise werden 48 Volt in den chinesischen Wohnmobilen verbaut. Das hat, hat halt einfach den Vorteil, oh, ihr merkt schon, meine Stimme versagt schon ein bisschen. Das hat den Vorteil, ich kann den Akku hier an der Schnellladestation, die eigentlich für die Elektromobilität vorgesehen ist, schnell laden. Also, ich habe hier die Möglichkeit, den Akku in kürzester Zeit wieder vollzuladen. Entsprechend habe ich im Grunde genommen so gut wie keine Energieprobleme, auch nicht mit der Versorgung. Denn in China ist es halt ein bisschen anders geregelt auch. In China nutzen nämlich alle Lieferdienste, die Lieferfahrzeuge, auch Elektromobilität. Und das sind natürlich, könnt ihr euch vorstellen, in China nicht nur 1 bis 2, sondern das sind sehr, sehr viele Fahrzeuge, die ja, hier durch die Gegend rollen. Entsprechend ist die Infrastruktur bezüglich der Ladesäulen sehr krass ausgebaut. Also du hast hier überall die Möglichkeit, ein Auto zu laden. Und da haben die Wohnmobilhersteller halt gesagt, geil, wir nutzen halt einfach jetzt nicht mehr eine 48 Volt Batterielösung, sondern wir nutzen jetzt eine 400 Volt Batterielösung, denn damit kann ich ganz schnell an so eine Ladestation ran und meinen Akku vollladen. Übrigens, was noch gerade sehr, sehr angesagt ist, sind Hybridfahrzeuge hier. Dieselmotor und dann Versorgung nochmal zusätzlich, wenn du mit Batterie fahren willst, als Hybridlösung. Und die Batterie des Hybridautos wird zusätzlich noch als Verbraucherbatterie genutzt. Also auch da wieder, ich habe meine Ladestation, kann sehr, sehr schnell laden und habe halt die normale Batterie theoretisch, die halt einfach für die Elektromobilität genutzt wird. Nicht nur zum Fahren, sondern auch für alle Verbraucher im Auto. Hier nochmal ein weiterer Hersteller. Die produzieren eher so, ich sag mal, LKW-Autos, also alle so sehr, sehr große Autos, aber auch verhältnismäßig günstig, muss man sagen. Auch qualitativ jetzt nicht so hochwertig. Persönlich muss ich sagen, ich bin einmal kurz durchgehuscht. Mich haben die Autos jetzt nicht ganz so begeistert. Ich meine, was dann halt immer sehr, sehr auffällt und speziell ist, das sind dann diese Autos, die dann halt noch eine Etage da oben drauf haben, wo du dann halt hochkrabbeln kannst und oben sozusagen nochmal so eine Aussichtsplattform hast, beziehungsweise ist es nicht nur eine Aussichtsplattform, ihr seht, das Dach ist nochmal ein Stückchen hochgefahren worden. Dadurch bekomme ich da natürlich irgendwie schöne, frische Luft, aber wenn ich das nicht möchte, ich kann das Dach auch halb auffahren und dann habe ich dadurch oben halt so einen 1 Meter hohen Raum und da kann man dann halt schlafen. Das ist dann nochmal eine Bettlösung. Also ich kann es ganz auffahren, um frische Luft reinzubekommen. Und wenn draußen scheiß Wetter ist, dann habe ich dadurch halt einfach oben nochmal eine Schlafmöglichkeit. Dieses Konzept sieht man auch verhältnismäßig oft. Auch das ist natürlich spannend. Man denkt bei dem ersten Konzept, oh geil, innovativ, habe ich noch nie gesehen. Und dann kommst du auf den nächsten Stand und denkst, okay, die haben das gleiche gemacht. Ist ja verrückt. Wie zum Beispiel hier. Hier seht ihr, die Autos haben alle nochmal eine zweite Etage da oben drauf. Alle die Möglichkeit, nochmal einen Raum oben zu nutzen. Sowohl halb oder ganz. Auch dieses Auto, wenn euch das interessiert und ihr mehr über so ein Auto erfahren wollt, ja, schaut hier Road Explorer China. Ich habe den einmal auch im Detail hier gefilmt, dass ihr einmal seht, wie sieht dieses Auto jetzt quasi im Detail von innen aus. Macht das Sinn, dass man da einmal hochkrabbeln kann? Macht das Sinn, dass man da oben nochmal ein Schlafzimmer hat? Wie sieht das aus überhaupt grundsätzlich im Inneren? Das alles könnt ihr hier bei Road Explorer China nochmal sehen. Hier geht es ja jetzt um einen wirklich schnellen Rundgang mit euch. Ich
Ich will euch einfach nur ganz, ganz schnell zeigen, was hier alles so auf der Messe in Beijing, auf der 21 RV los ist. Und es geht nur darum, um einen kleinen und schnellen Überblick zu schaffen. Und wie gesagt, wenn ihr mehr Details wissen wollt, wenn ihr ein Auto im Detail sehen wollt, wenn euch das zu schnell geht, wenn euch das zu viel Gequatsche ist, wenn euch das zu viel Blödsinngelaber ist, weil das werde ich definitiv leider hier tun, dann schaut bitte bei Road Explorer China. Da gehen wir ins Detail, da zeige ich euch nochmal wirklich mehr von den Autos. So, jetzt habe ich vorhin versprochen, wollte ich euch nochmal ein bisschen Struktur zeigen. Es ist echt fantastisch. Guck mal hier, so ein alter Ofen, ne? Geil beleuchtet. Und dann hier einmal komplett durchs ganze Gebäude. Die Strukturen haben sie einfach gelassen und hier auf diesem gesamten Gelände siehst du halt noch diese alten Fabrikgeschichten und das macht das ganze Gelände natürlich unfassbar spannend. Ja, auch hier gibt es ein detailliertes Video zu diesem Auto. Privatauto, geile Geschichte. Das Auto gehört Amy. Amy reist komplett in China mit ihrem Wohnmobil rum. Der Hersteller hat gesagt, komm, wir laden mal Nutzer von dem Fahrzeug ein und dann können die Nutzer hier mal ein bisschen was über unsere Fahrzeuge erzählen. Und das finde ich als Idee natürlich fantastisch, dass du, wenn du hier als potenzieller neuer Kunde herkommst, dass du dann halt auch Leute mit Erfahrung hast, die dir was über das Auto erzählen können und wie es sich anfühlt, mit so einem Auto dann halt einfach in China unterwegs zu sein. Grundsätzlich mit dem Auto unterwegs in China, es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber in China genießt du noch die große Freiheit, weil du darfst hier natürlich aufgrund der fehlenden Campingplätze überall stehen, überall übernachten, überall, also nicht überall hinfahren, aber zumindest an den meisten Orten, es sei denn, es ist ein Militärsicherheitsgebiet oder so, darfst du halt auch stehen, darfst du hinfahren. Gerade wenn es halt außerhalb der großen Städte ist, dann auf jeden Fall. Bei den großen Städten ist das ein bisschen anders. Also jetzt hier gerade in Beijing ist es nicht so einfach. Du brauchst halt eine Genehmigung, um mit dem Wohnmobil nach Beijing reinfahren zu können. So ein bisschen ähnlich wahrscheinlich wie in London oder so, wo du ja auch nicht einfach mit dem Auto dann halt reinfahren darfst in die Stadt. Weiß nicht, was haben wir hier für ein Auto? Ja, hier schon wieder ein Slide-Out-Auto. Wie gesagt, anderes Dekor, gleicher Grundriss. Ist, finde ich, dann an sich nicht mehr so spannend, weil du halt einfach weißt, wie das Auto von innen aussieht. Und nur weil die Farbe jetzt eine andere ist das nicht so spannend. Ja, bezüglich des Preises ist es natürlich für den Chinesen sehr interessant, weil die Autos alle unterschiedliche Preise haben. Und hier auf diesem Auto, da wird halt natürlich auch der Preis hier einmal geschrieben und das ist natürlich ein Kampfpreis, gar keine Frage. Und damit unterscheiden sich die Autos. Natürlich, Möbelbau ist dann halt qualitativ was anderes und die Preise sind halt auch anders. Aber in den meisten Fällen ist das für uns jetzt ja nicht so interessant, weil die meisten Autos hier, die können wir nicht oder noch nicht kaufen. Jetzt wird es spannend. Also, es gibt natürlich einige Hersteller. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier spontan gerade mal einen finde. Ja, genau. Also, es gibt natürlich einige Hersteller, da ist das geplant demnächst möglich. Hier stehe ich zum Beispiel vor einem Auto. Da ist das geplant demnächst möglich. Es ist ein Maxus. Maxus möchte halt gerne auf den europäischen Markt. Die sind die ganze Zeit halt massiv dabei und versuchen das mit diesen Wohnmobilen auch auf den europäischen Markt zu kommen. Und bei Maxus ist es natürlich spannend und interessant. Viele von euch, die werden Maxus ja schon kennen, weil Maxus hat ja schon Pickups, die halt einfach in Europa verkaufen. Es gibt ja schon Maxus-Autos, die du in Europa kaufen kannst. Entsprechend gibt es natürlich auch schon ein Netzwerk. Also du hättest gar nicht mehr diese Problematik bezüglich der Garantieleistung, bezüglich des Imports und so weiter und so fort, weil Maxus ja teilweise schon in Europa ist. Und gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, Maxus hat sich jetzt auch 2 Fabriken gekauft. Eine in Spanien, eine in Ungarn. Also die produzieren dann teilweise die Autos. Dieses Auto hier übrigens auch sehr, sehr spannend. Es ist auch ein Hybridauto, funktioniert dann halt entsprechend genauso wie das hier. Sowohl mit einem Dieselmotor als auch mit einem Elektroantrieb.
Und auch hier wieder das Spannende, der Elektromotor oder beziehungsweise die Batterie vom Elektromotor wird halt auch für deine Verbraucherbatterie genutzt. Du musst nur zur Schnellladestation fahren und hast damit dein Energieproblem gelöst, weil du echt ratzfatz den Akku wieder von so einem Auto aufladen kannst. Und du hast theoretisch nur noch 2 Batterien. Du hast eine Autobatterie, ganz normale Starterbatterie und du hast eine Verbraucherbatterie und die wird sowohl für den mobilen Antrieb genutzt als auch als Verbraucherbatterie. So, ich glaube, wir sind jetzt hier durch alle einmal so für den groben Überblick durch. Wie gesagt, Halle 1 sehr, sehr begehrt, weil da die ganzen großen Hersteller sind. Große Hersteller sind ja oft nicht mehr so innovativ. Die ruhen sich dann ab und an mal auf ihren bestehenden Konzepten aus. Entsprechend, ja, habe ich ja erzählt, die ganzen Slideouts, die vorne und hinten quasi an der Seite einen Slideout haben, da sind die Grundrisse alle ähnlich. Das Dekor ist dann ein bisschen anders. Und ich zeige es euch jetzt nur grob. Ich zeige euch kein Auto hier draußen. Hier wieder Pickups mit Aufbaukabine. Absenkbar, hochfahrbar. Auch das spannend. Es gibt hier halt ein paar Konzepte, wo das Dach natürlich absenkbar ist. Und ich hatte ja schon gesagt, es gibt so ein paar Gegenden, wo du nicht mehr mit einem hohen Auto reinfahren darfst. Und deswegen gibt es halt Konzepte, wo die das Dach absenken kann, damit du dann trotzdem mit so einem Auto in diese Gebiete fahren kannst. Also zum Beispiel gibt es so ein paar Naturschutzgebiete, die haben halt eine Beschränkung, dass du da nicht mit einem hohen Auto reinfahren kannst. Und mit so einem Auto, wo du dann halt plötzlich das Dach absenken kannst, kannst du dann da reinfahren. Das ist ganz spannend, weil ich hatte mich am Anfang gefragt, wofür gibt es eigentlich diese Konzepte? Was soll das, ne? Macht das überhaupt Sinn, dass ich da halt einfach ein Auto habe, wo ich das Dach hoch und runter fahren kann, gerade bei so einem kleinen Auto? Aber in dem Fall macht es natürlich Sinn, dass du das hoch und runter fahren kannst, weil dann kommst du auch in andere Gebiete rein. Ich laufe jetzt hier schon einfach nur noch so vorbei, ohne das dann immer im Detail zu zeigen. Dieses Gelände hier ist unfassbar spannend. Also hier stehen halt überall noch so diese alten Fabrikgebäude, diese alten Hallen, diese alten Maschinen. Und das gibt natürlich diesem ganzen Thema auch nochmal eine andere Wertung. Ja? Gerade hier draußen sind wir jetzt hier bei den Expeditionsmobilen, die stehen jetzt hier teilweise draußen. Wir haben natürlich zum Glück auch gutes Wetter. Wenn das Wetter jetzt scheiße wäre, dann würde es hier draußen auch nicht mehr so viele Leute haben. Dann wäre es natürlich auch einfacher für mich, hier Autos anzugucken. Aber so, es ist halt voll, muss man halt leider sagen. Expeditionsmobil mit einer Kabine hinten drauf. Oder halt auch als Komplettvariante hier ein Iveco. Der ist allerdings zu, den wollen sie nur von außen zeigen. Und dann habe ich hier halt auch Fahrzeuge mit Kabinen, teilweise ganz spannend, weil dieser Hersteller hier zum Beispiel, der hier, der produziert eigentlich für die Armee. Also eigentlich bauen die nur Armeefahrzeuge und jetzt hier in der Variante ja, haben sie eine kleine neue Sparte, dass sie halt auch Wohnmobile bauen. Aber wie gesagt, eigentlich Armee. Und ja, das könnte ja auch für die Fahrzeuge sprechen. Das ist dann vielleicht eine entsprechende Qualität, dass du mit so einem Aufbau unterwegs bist, der halt normalerweise auch härtere Regionen durchmachen kann, muss und darf. Guck mal jetzt hier rüber. Die haben ja auch extra so eine alte Lok hingestellt, damit das nochmal betont wird, hier dieses Thema. Also die sind sich hier diese alten Anlagen auch bewusst und betonen das extra nochmal, indem sie hier halt auch diese alten Kohlezüge hier nochmal hinstellen, ne? Diese alten Schienenstrukturen haben, dass du hier rüberlaufen kannst. Da hinten diese ganzen alten Maschinen stehen gelassen haben. Das ist schon spannend, das ist schon cool. Also ich mag das auch, dass sie das alles so unverändert gelassen haben. Wir gehen jetzt mal in die Halle 6a. Ja, und es gibt auch noch 6b und 7 und 14 und also das ganze Ding ist hier halt sehr, 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 sehr groß geworden, muss man sagen. Es ist auch ein bisschen größer als letztes Jahr. Hier ist ein sehr hochwertiger Aussteller. Ich bin gar nicht reingekommen. Es ist nicht so einfach, ne? Ihr seht auch hier abgesperrter Bereich. Nicht jeder darf hier reinlaufen. Vielleicht auch, weil die hier diese Fahrzeuge mit
ausländischen Autos und Fahrgestellen produzieren. Ne? Also hier ist Ram, hier ist Mercedes, alles vertreten. Die großen Geschosse, also halt auch die teuren Dinger. Aber es ist nicht so einfach, da reinzukommen. Von daher lassen wir das auch. Das sind halt auch Fahrzeuge, die nicht mehr günstig sind. Also da fängt das dann so ab 300.000 Euro an. Aber gut, wenn ihr seht, was das für Schlachtschiffe sind und die müssen ja die ganzen Karosserien und die ganzen Basisfahrzeuge auch erstmal importieren nach China, um die dann hier um- und auszubauen. Hat natürlich den Vorteil, dass sie die dann auch international verkaufen können, weil du dann nicht mehr die Problematik mit den unterschiedlichen Reglementierungen hast. Also hier gibt es natürlich auch eine Katalysatorklasse, allerdings die höchste Katalysatorklasse ist, glaube ich, ab China 6 momentan. Und China 6 ist natürlich leider nicht mit unserer Abgasnorm vergleichbar. So, das macht es halt für jeden Hersteller immer schon schwierig. Du musst diese Fahrzeuge erstmal wieder anpassen, umwandeln. Und wenn du dann halt gleich ein ausländisches Fahrzeug kaufst, ist es viel einfacher, das Ding dann halt auch wieder zu verkaufen. Ja, dann hier noch ein paar 4x4 Monster, mit denen du hier definitiv auch in die Wüste kannst. Auch dieses Auto habe ich im Detail gefilmt. Schaut es auf Road Explorer China. Wir haben hier ein paar Trailer, auch ganz spannend. Trailer ist natürlich für chinesische Hersteller ein sehr spannender Bereich, weil die diese Trailer easy peasy auch ins Ausland verkaufen können. Da brauchst du halt keine Richtwerte und sowas einhalten. Also gibt es halt auch mittlerweile sehr viele Hersteller von diesen Trailern, die die Trailer primär und ganz viele nach Australien verkaufen. Also Australien ist ein sehr, sehr großer Markt, aber die Trailer, die wollen sie halt auch nach Europa verkaufen. Also wenn ihr Bock habt auf solche Dinger, dann kann man mal in China gucken, weil die werden halt auch definitiv nach Europa verkauft. Dann gibt es ab und an hier auch mal ein paar spannende Konzepte, also so Concept Cars, würde ich mal sagen. Hier zum Beispiel der Cybervan. Ist natürlich Geschmackssache. Komplett hier in Silber gehalten und sehr futuristisch wirkend. Hier kleine Acrylbrettchen mit eingelassenen Inlays und so weiter und so fort. Und das ganze Auto ist übrigens komplett gebaut. Also das hat er selber gebaut. Ganze Formgebung und so. Ist ein Concept Car. Aber es ist natürlich spannend, dass du sowas hier dann auch auf der Messe hast. Ja, hier hinten, wie gesagt, Trailerbereich. Ganz viele unterschiedliche Trailer. Hier auch ein spannender Stand. Sehr, sehr einfach gehalten, aber dieser Stand, der zieht halt Publikum, weil die hier abends oder beziehungsweise nachmittags dann immer die halbnackten Mädels rumtanzen lassen, die dann da irgendwie hier die Wohnwagenkonzepte präsentieren. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Leute da stehen, weil die Produkte so spannend sind oder ob die Leute da stehen, weil die Mädels halt spannender sind. Aber ich habe eine Vermutung. Genau. Blissmobil kennt man sogar. Hier haben wir noch mehr Anhänger, alle in diesem roughen Stil gehalten. Und hier noch mehr Konzepte. Ich zeige euch hier kein Fahrzeug im Detail, sondern ihr bekommt hier einen kleinen Rundgang über die Messe, um halt einfach mal die Atmosphäre wahrzunehmen, um mal zu hören, wie laut es ist, um mal so ein paar kleinere Highlights zu zeigen. Vielleicht hier zum Beispiel der Hersteller. Die bauen auch komplett die ganzen Autos um. Und zwar im Retro-Design. Also die ganze Front alles umgebaut. Extra schick und retro. Und das natürlich, weil das Auto innen auch komplett retro ist.
Ja, und auch wieder an der Stelle kann ich sagen, wenn euch das interessiert, kommt auf unseren Kanal Road Explorer China. Da zeige ich die Autos hier auch nochmal im Detail. Wir laufen mal weiter in die Richtung. Mittlerweile, was sagt meine Akku? Oh, mein Akku sagt gleich, er will geladen werden. Also sind wir schon ein bisschen unterwegs hier. 23 Minuten einmal über eine chinesische Messe. Noch mehr Expeditionsmonster, noch mehr mit einer ausfahrbaren Variante. Allerdings muss man auch da sagen, die meisten Grundrisse sind relativ ähnlich. Also man hat selten wirklich Innovation, dass du sagst, boah, das ist ja ein total krasser Grundriss. Das ist ja mal was ganz anderes, innovativ. Es gibt hier ein paar Schätze auf der Messe, ein paar geile Autos, wo ich sagen muss, boah, geil. Einige davon habe ich auch gefilmt. Unter anderem natürlich sind wir hier jetzt an einem Stand zum Beispiel, wo sehr, sehr krasse Autos sind. Also das Auto hier fand ich richtig krass, oben mit der ausfahrbaren Solarfläche, also unfassbar viel Strom an Bord. Richtig viel Solarfläche oben, ne? Ausfahrbar. Du brauchst halt keine Markise mehr, weil du oben diese Fläche mit Solarpanels hast. Naja, und bezüglich ausfahrbar, das ähnliche Auto hatten wir schon mal gefilmt. Hier nochmal in die Etage drauf, aber hier mal ernst gemeint, weil hier habe ich wirklich nochmal ein Schlafzimmer oben drauf gebastelt. Also wirklich nochmal ein Raum oben auf dem Auto. Das ist ein geiles Konzept, wirklich. Also das würde ich mal sagen, funktionieren, wenn du damit irgendwo hinfährst und das Wetter ist mal schlechter. Es ist halt komplett gedämmt. Auch bei Regen und so ist es komplett regendicht. Also oben ist nochmal eine Klimaanlage. Das ist schon ziemlich geil, das Konzept. Und ja, man würde sagen, vielleicht ein bisschen windanfällig, aber die haben so massive Stützen, dass das Ding halt auch nicht wackelt. Also es steht halt auch sehr, sehr standfest und stabil. Das war Halle 6. Ich laufe noch mal schnell rüber zur Halle 14. Und in der Halle 14 ist es so ein bisschen Mix. Also in der Halle 14 ist ein bisschen Ausbaumaterial und ein bisschen Wohnmobil. Es sind mittlerweile 2 Hallen mehr, als es letztes Jahr waren. Also der Bereich ist halt am Wachsen. Auch die Messe ist hier am Wachsen. Hier sieht man noch mal ganz schön diese Kohlewagen, die hier in die Mitte gestellt wurden, um halt ein bisschen noch mal das Thema zu betonen. Hier noch mal diese alten Fabrikanlagen. Ist ein geiles Gelände, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir richtig gut. Vor allen Dingen bei dem Wetter ist es halt noch geiler, weil du hier schon, wie ihr seht, auch Flächen zurücklaufen musst, um entsprechend hier zwischen den Hallen hin und her zu laufen. Fahrzeug mit Heck im Bad. Über das Dekor können wir streiten. Aber es ist ein Business-Fahrzeug, mit dem du durch die Gegend fahren kannst, mit hinten 4 Sitzen. Primär jetzt nicht als Wohnmobil gedacht, sondern eher ein Business-Fahrzeug. Auch da gibt es halt einige Konzepte hier, die Autos eher als Business-Fahrzeug nutzen, weil ich meine, die Distanzen in China, die sind halt mitunter ja schon größer und deswegen ist der Markt für diese Business-Autos auch da. Hier sind halt so Komfortsitze, ne? Massage, Pipapo, Lüftung und Entertainment-Programm. Also das ist schon geil. So, ich hänge mal ganz kurz die Kamera an den Akku und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Zusatzakku ist dran. Also wenn ihr noch könnt, ich kann noch. Dann laufen wir mal ein bisschen weiter. Gucken wir uns mal an, was wir überhaupt noch sehen können, wo wir noch reingucken können und wo es gerade nicht so voll ist. Ja, ab und an, also gerade hier in den anderen Hallen, wenn es nicht irgendwie in Halle 1 ist, weil in Halle 1 ist halt einfach die Halle der großen Spieler hier in China. Aber da sieht man nicht so oft Innovationen. Und hier in den hinteren Hallen, da gibt es auch ab und an mal ein paar Konzepte, die hast du so noch nicht gesehen. Die sind halt ganz spannend und anders. Hier kleiner Bereich mit einem Aufstelldach oben oder beziehungsweise mit einem Aufstelldach und einem zusätzlichen Bett. Also da oben kannst du den Bereich einmal nochmal erweitern, nach oben hinstellen und hier unten ein kleines Sofa, was du basteln kannst.
Und ich hatte vorhin auch schon über die Autos gesprochen, die so ein aufstellbares Dach haben, also in der Höhe variabel sind. Hier seht ihr das Dach kann ich halt hochfahren und das kann ich dafür hochfahren, um das Auto dann halt auch überall nutzen zu können und auch da schon wieder auf den An- und Ausschalter gekommen, um das Fahrzeug auch nutzen zu können und in Gegenden und Gebiete zu fahren, wo du halt einfach mit einem höheren Auto nicht hinkommst. Auch die Autos haben wahrscheinlich ihre Berechtigung. Na, auch hier Aufstelldach, um ein bisschen niedriger zu sein. Und hier vorne war nochmal ein sehr, sehr spannendes Auto, das habe ich auch gefilmt. Also ihr wisst wieder, Road Explorer China. Abonniert den Kanal, um kein Video von diesen spannenden Autos zu verpassen. Das ist auch ein geiles Auto, auch der Typ, der das Auto ausgebaut hat, geiler Typ. Also hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ist ein geiles Auto. Schaut es euch an, kommt demnächst bei Road Explorer China. Lade ich das Video hoch. Noch ein paar Expeditionsfahrzeuge und das Thema 4x4 wird hier auch immer mehr in den Fokus gesetzt. Das ist der JMC, also auch hier in China produzierter Allradwagen. Ja, ganz spannend. Hier hinten ist ein kleiner Trailer und davor sind nochmal andere Trailer. Die waren verrückterweise auch auf dem Düsseldorfer Caravan-Salon, denn was die machen ist halt einfach einen Trailer komplett als Chassis zu bauen. Das sieht man hier, Aluminium-Chassis, komplett aus einem Stück. Genau wie in ein Auto gebaut wird, bauen die jetzt halt entsprechend genauso dann halt auch einen Wohnwagen. Hier hinten sind noch mal ein paar Autos, die haben sich so ein bisschen verirrt, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie das hier mit dem Hallmanagement ist, also ob du dir aussuchen kannst, in welche Halle du darfst. Diese Halle ist so ein bisschen, es ist nicht die beliebteste Halle, würde ich sagen. Es ist auch eine Halle, die haben sie jetzt mit Wohnmobilen vermutlich nicht vollgekriegt, deswegen haben sie hinten noch Ausbauteile. Aber hier ist ein Wohnmobil, habe ich auch gefilmt, auch ganz spannend, Expeditionsmobil. Hinten nochmal mit einem Slideout, auf der Seite nochmal ein Slideout. Also ohnehin schon ein großes Fahrzeug. Was heißt großes Fahrzeug? Also diese Autos hier sind immer unter 6 Meter. Ihr werdet es kaum glauben. Auch dieses Fahrzeug hier wieder unter 6 Meter. Ja, aber trotzdem spannend, denn da sind so ein paar Details bei diesem Auto. Da würdest du sagen, okay, das würde ich genauso machen. Wie zum Beispiel da oben das zusätzlich ausfahrbare Dach mit Solarfläche, sodass du hier bei solchen Autos halt auch nochmal viel mehr Solarfläche bekommst und halt weniger Stromprobleme. Dann natürlich ein Thema ist Strom bei diesen Autos. Also das kann man nicht kleinreden. Die haben so viel Technik an Bord, die brauchen halt viel Strom, weil die auch mit Strom kochen. Hier draußen haben sie jetzt nochmal eine Stromplatte. Hier haben sie zwar auch einen Dieselkocher, das ist auch immer ganz spannend bei diesen chinesischen Autos. Die haben draußen oft einen Dieselkocher und nutzen den Dieseltank vom Auto. Und das Thema Kochen ist ohnehin ja so oder so nochmal spannend. Ich halte euch nochmal ganz hoch, dann könnt ihr nochmal hier durchgucken. Weil oft das Thema ist, ja gut, irgendwie jetzt zeigst du uns ja diese schönen Autos, aber die haben ja alle keine ordentliche Küche drin. Kochen ist halt anders in China und man kocht auch anders chinesisch. Ich glaube, einige von euch werden wahrscheinlich chinesisch kochen können, aber Chinesen kochen halt anders. Die haben sehr viel technische Geräte, vom Reiskocher, Elektrowok, Fritteuse und wie gesagt, da wird anders gekocht. Es ist halt nicht so klassisch mit einem Topf auf deinem Herd drauf, sondern es wird anders gekocht. Die nutzen sehr viel von diesen elektrischen Geräten und deswegen brauchen die halt viel Strom. Apropos viel Strom, wir sind jetzt hier im Bereich der zusätzlichen Ausbauten. Da hinten gibt es ein bisschen LED. Hier schaltbare Fensterflächen. Also ich kann hier einmal durchschauen oder einmal die Fensterfläche schalten per Strom. Verdunkelt sich die Fläche. Elektrisch schließbar.
Sind wir auch wieder beim Thema Strom. Elektrisch funktioniert ohnehin viel in diesen Fahrzeugen. Ich kann mir auch keine Hand klemmen. Sehr schön. Ja, und das Thema Verdunklung sieht man hier auch. Einfach mit Strom wird die Scheibe verdunkelt. Hier nochmal Fenster für alle Expeditionsmobilausbauer, also halt auch die einbruchsicheren Fenster. Liebe Grüße an Klaus. Hier mit einem Stahlrahmen und natürlich einer Echtglasscheibe. Und China-typisch natürlich zu anderen Preisen als in Europa. Ja, dann gibt es hier noch ein paar Verschlüsse für Tanklösungen, nochmal ein paar technische Details für die Slideouts, die Rollen, die Motoren. Es gibt die Gummidichtung hier, weil das ist ja auch immer ein Thema. Zieht das eigentlich durch so ein Slideout? Meistens haben diese Slideouts immer mehrere Gummidichtungen und hier ein Anbieter für jegliche Gummidichtung, die du so um und am Auto brauchst. Hier nochmal Batterie-Thema. Dann haben wir hier wieder diese kleinen Dieselkocher. Finde ich auch sehr, sehr geil. Wenn ich ein Dieselfahrzeug haben würde, würde ich auch so einen Kocher haben wollen. Denn wie gesagt, ich brauche keinen zusätzlichen Tank. Die nutzen den gleichen Tank vom Auto. Und ich nutze Diesel, ich brauche nicht nochmal zusätzlich irgendwas tanken und dann habe ich hier halt nochmal kleine Elektroplatte. Alles das hier ist ein Konzept, was ich halt noch auf dem Auszug habe, um ihn in so einem Wohnmobil zu integrieren. Ist hier angedeutet, das Fach vom Wohnmobil selber und dahinter kannst du halt einfach deine Küche haben, denn die Chinesen kochen gerne draußen. Chinesische Küche ist immer sehr aromareich, es wird viel mit Fett gekocht, es wird viel mit Gewürzen gekocht und entsprechend möchten die halt diesen Geruch nicht unbedingt im Auto haben. Das ist ja auch nachvollziehbar. Gibt ja jetzt auch schon viele gute Konzepte mit so Abzugshauben oder beziehungsweise mit hier theoretisch Abluft, auch das hier, ne? Große Systeme, um schlechte Luft aus dem Auto rauszubekommen, gibt es natürlich schon, weil ja, auch hier gibt es mal schlechtes Wetter. Ich meine, hier gibt es auch viel gutes Wetter und schönes Wetter, aber auch hier gibt es auch schlechtes Wetter, dass du nicht unbedingt immer nach draußen willst zum Kochen. Nochmal ein paar Stoffe fürs Wohnmobil, Batterie, Fenster. Ich denke, ihr habt hier auf jeden Fall auch einen Überblick bekommen. Nochmal hier ein paar Beschläge aus dem Bootsbau. Ne, gerade für hier sogar mit Anker und so weiter und so fort. Und das ist ja schon spannend, wenn du dann halt auch theoretisch dein Fahrzeug selber ausbaust und dann halt so mit Bootsbaukomponenten. Also ich meine, vieles im Bootsbau ist natürlich identisch mit Wohnmobilen. Gewicht ist ein Thema, Brandschutz ist ein Thema, Haltbarkeit ist ein Thema. Also all das ist ein Thema. Ja, jetzt bin ich hier einmal durch die Halle 14, war das, durch. Und hier hinten wird schon eine kleine Fahrstrecke, ein Parcours aufgebaut. Hier seht ihr diese riesen Türme noch, diese riesen Anlagen. Unfassbar spannendes Gelände. Hier stehen noch mal so ein paar Showzüge auf diesem Gelände, was hier alles so früher durch die Gegend gefahren ist und was früher produziert wurde hier. Ganz spannend bei diesem Gelände, weil sie es ja umgebaut haben für die Winterspiele 2022. Hier oben hast du so einen kleinen Steg. Du kannst hier über das Gelände komplett laufen und seht ihr da oben diese kleinen Autos. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennt. Man kann hier das ganze Gelände auch erkunden. Zum Beispiel mit diesem kleinen Auto kannst du hier komplett auf diesem Steg da oben fahren. Der geht hier einmal ums ganze Gelände hinten zur Skisprungschanze. Und ja, so kann man sich halt wundervoll hier einen Überblick über das ganze Gelände verschaffen. Denn dieses ganze Gelände ist noch voll mit diesen ganzen Gerätschaften, mit diesem ganzen technischen Equipment, was man früher gebraucht hat hier auf dem Fabrikgelände. Ist sehr geil. Also von der Atmosphäre wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Was ein bisschen erschreckend ist, ist ein anderes Thema. Die ganzen Sachen, die sie hier extra gebaut haben, in Peking mit Winterspielen, was ja schon verrückt ist. Aber diese ganzen Sachen, wie zum Beispiel die Skisprungschanze, Gott, jetzt
fängt mein Sprachzentrum langsam an aufzugeben. Also die ganzen Geschichten, ne, die verrotten langsam. Die werden hier nicht nachgenutzt, ist ja auch ein bisschen Blödsinn, weil, ja, also ist jetzt hier nicht irgendwie ein beliebtes Skigebiet, Peking oder Beijing, sondern ja, war halt eine verrückte Idee hier in Beijing, die Olympischen Winterspiele auszurichten. Jetzt sind wir hier in der nächsten Komponentenhalle. Auch hier Treppen, Stühle, Fenster, zusätzliche Toiletten, was hier auch verrückt ist. Und an der Stelle auch wieder einen lieben Gruß an Daniel. Denn hier chinesische Verschweißtoiletten. Oder hier, die habe ich auch ganz oft in japanischen Camperkonzepten gesehen. Halt eine sehr, sehr kleine Toilette. Die kannst du überall verstauen. Die passt halt auch unten runter. Ist halt eine schöne Alternative zu so einem Porta Potty. Und aber wie gesagt, hier Verschweißtoilette. Da kriegt Daniel jetzt Konkurrenz, hier aus China. Aber wahrscheinlich weiß Daniel das schon lange. Maxvan, Lüfter, natürlich hier. Ein paar Kühlschränke, ein paar Klimageräte. Was in China natürlich sehr, sehr beliebt ist, sind große Monitore, große Kontroll-Bedienpanels, Möglichkeiten, wo dir alles angezeigt wird, was passiert im Auto, wie viel Strom hast du im Auto. Du kannst mit den Dingern halt Fernsehen gucken, du kannst YouTuben, du kannst alles machen. Die werden oft halt einfach im Bereich vorne der Front eingebaut, Alkovenbereich, sodass die hinteren Fahrer auch die Möglichkeit haben, ein bisschen Board-Entertainment zu genießen oder halt einfach Informationen über das Auto zu haben, wie spät ist es, wie warm ist es draußen und so weiter und so fort. Alles möglich. Dann hier nochmal ein paar Sitzbereiche auf Schienen. Noch ein Zulieferer und Hersteller für Backöfen, die du verbauen kannst, oder Herdplatten, die du verbauen kannst. Seaflow kennt man auch als Wasserpumpenhersteller, Druckpumpenhersteller für Waschbecken und so weiter. Geht das hier sogar? Nee, geht gerade nicht. Waschbecken, die haben jetzt auch mittlerweile Toiletten im Portfolio. Also auf jeden Fall eine spannende Halle für alle, die irgendwie Wohnmobile selber ausbauen oder vorhaben, ausbauen zu wollen. Es gibt natürlich hier unfassbar viele Komponenten. Es gibt eine Batterielösung, es gibt hier die Schichtstoffe, es gibt die Bodenbelege. Kannst du dir angucken. Es gibt hier nochmal eine Composite-Toilette mit Rühreinheit. Quasi eine Trenntoilette und dann hast du da hinten den Kompostteil und hier mit einer Rühreinheit. Hier ist das ganze Teil zum Rausnehmen. Und die Besonderheit, das wird halt von hinten rausgenommen. Genau. Haben wir schon gesehen, wurde halt bei einigen Konzepten schon verbaut. Finde ich auch super, dass die mittlerweile auch alternative Toilettensysteme einbauen. Also nicht mehr nur noch die Chemietoiletten, sondern mittlerweile halt auch hier auf Alternativen gehen. Ob es jetzt hinten die Verschweißtoilette ist oder hier eine Composite-Toilette mit Rühreinheit. Hier haben wir noch mehr Toiletten, glaube ich. Also gibt mittlerweile schon viele Alternativen. Auch hier wieder eine Trockentrenntoilette in dem Sinn. Hier auch wieder eine Trenntoilette mit Rühreinheit. Dann haben wir hier ein paar Kabel, Schläuche, die kann man auch kochen. Eine Solarfläche, nochmal Anbieter von Bänken, Treppensystemen, Tischsysteme, LED-Lampenhersteller, nochmal Sitzmöglichkeiten, ein kompletter Trailer, die Hubstützen, also wenn du hier ein Aufstelldach verbauen willst oder wenn du hier theoretisch eine Stabilisierung von deinem Wohnmobil brauchst. Noch ein weiterer Toilettenhersteller. Hier als Chemie-Toiletten-Variante. Und was ich hier auch gesehen habe, hier Wassertank, Klimagerät, Generatoren,
Solarpanels, Wechselrichter. Also es ist alles da, alles vorhanden, was man hier braucht. Standheizung in grün. Ein Plattenmaterialhersteller, vermutlich auch Leichtbauplatten. EcoFlow ist hier natürlich, also große Hersteller sind natürlich hier auch vertreten. EcoFlow kennt man aufgrund dieser ganzen Batteriesysteme. Hier Balkonkraftwerk da hinten. Auf der anderen Seite ist Truma mit Heizung und allen Lösungen, die halt so haben. Moment, wo war ich noch nicht? Jetzt laufe ich schon wieder in die falsche Richtung, glaube ich. Es gab hier auch, das wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen, es gab hier einen Hersteller, der hat die Cinderella nachgebaut. Also die Verbrennertoilette steht hier hinten auch natürlich in billig als Verbrennervariante, aber sie haben halt gesagt, die ist viel, viel besser als die Cinderella, weil die ist viel, viel leichter selber zu reparieren, viel, viel leichter in der Wartung. Bin ich mir gerade nicht so sicher, aber ich finde ihn gerade gar nicht mehr. Hier TBB kennt man auch. TBB ist ein sehr, sehr hochwertiger Ausbauer für diese ganzen Batteriekomponenten, also vom Wechselrichter bis Solarwandler und so weiter und so fort. Die haben halt auch immer sehr, sehr große Bedienpanel und sieht man oft in chinesischen Fahrzeugen, aber allerdings eher so in diesen hochpreisigeren Fahrzeugen. Ja, okay. Das Klo habe ich jetzt nicht gefunden, aber ihr werdet es vermutlich verkraften und verstehen, wenn ich jetzt hier nicht nochmal mich auf die Suche nach diesem Klo begebe. Es gibt, wie gesagt, halt auch hier einen Nachbau von Cinderella. Auch da bin ich mir gerade gar nicht so sicher, ob Cinderella das weiß, aber es ist halt, ja, China hier, ne? Und warum sollte man sowas nicht nachbauen dann entsprechend? Der Markt ist hier halt auch sehr, sehr groß und ihr seht ja, wie viele Hersteller das sind. Und persönlich muss ich sagen, finde ich es auch ganz gut, wenn die hier auch so ein paar alternative Toilettenkonzepte haben und nicht nur ihre Chemietoiletten hier überall einbauen. Denn das wertet natürlich auch so ein Camper auf jeden Fall auf. Du hast nicht nur dann eine viel, viel leichtere Entsorgung, einen viel leichteren Umgang mit der Entsorgung, weil Chemietoilette hier loswerden ist halt schon ein Krampf ein bisschen, ne? Musst du halt irgendwo einen Ort suchen, wo dich nicht unbedingt jemand beobachtet, wenn du das hier ins Klo entsorgst. Aber ist halt auch schwierig und bedingt anders möglich. Deswegen finde ich super, wenn dann hier halt auch nochmal andere Toilettensysteme sind, wie eine Verschweißtoilette oder die Composite-Trenntoiletten. Oder halt einfach Verbrennertoiletten. So, ja, nächste Halle, Halle 6b. Sind wir vorhin schon mal kurz durchgelaufen. Wir rennen hier nur einmal kurz durch, um auf die andere Seite zu kommen. Wenn ihr euch nicht dran erinnert, wir sind hier den Gang hier durchgelaufen. Da hinten steht dieses Doppeldeckermobil, wo man halt auch oben nochmal ein Schlafzimmer hat. Also spannendes Auto. Habe ich komplett gefilmt bei Road Explorer. Hier war dieser Cybertruck, also wo das ganze Auto, die ganze Außenhülle auch gebaut wurde in Aluminium. Hat er dahin geklöppelt. Das ist schon echt Wahnsinn. Riesige Trailer hier, Offroad-Trailer. Denn Offroad ist natürlich in China ein Thema. Also in China kannst du wirklich noch die große Freiheit genießen. Du kannst noch unterwegs sein in China. Du kannst stehen, wo du willst. Und du hast halt einfach ein riesiges Land, wo du halt unterwegs sein kannst, wo du dich überall hinstellen kannst. Es gibt hier ganz, 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 ganz wenige Campingplätze nur und deswegen ist man ohnehin gezwungen, sich irgendwo hinzustellen. Hier haben wir noch ein paar alte Backsteinstrukturen, was wirklich, wirklich, wirklich cool ist. Also das gefällt mir so gut, das Gelände. Und es ist sowohl das Gelände hier für die 21 RV-Messe als auch die All-in-Caravan-Messe, die irgendwann im Mai stattfinden wird. Es ist nur halt schwierig, jetzt hier zum Filmen, um einzelne Fahrzeuge zu filmen, weil es halt einfach so voll ist. Man sieht auch übrigens relativ wenig Ausländer hier.
Verständlicherweise, du kannst diese Autos halt noch nicht oder nicht in Europa kaufen, also gibt es natürlich auch nicht viel Grund und du kannst die Autos halt auch nur ganz, ganz schwierig filmen, deswegen auch selbst für YouTuber oder so ist es halt nicht ganz ideal, weil es halt immer sehr, sehr voll ist. Hier ist jetzt mal ein Stand, das ist nicht sehr, sehr voll. Ich filme kurz in dieses Auto rein. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, oh, vor dem Auto hätte ich gerne mehr gesehen, ja, könnt ihr auch, weil auch das Auto habe ich gefilmt. Gibt es auf unserem anderen Kanal, Road Explorer China. Alles einmal im Detail gefilmt, auch einmal erklärt hier, wie das nochmal mit den Küchensituationen ist und so. Also spannende Bereiche. Ja, das ist jetzt hier eine Halle, die gab es letztes Jahr noch nicht. Hier sind jetzt auch ein paar Anbieter, die gab es vorher noch nicht. Diesen Anbieter gab es schon, die haben mich auch eingeladen, da sollte ich mal hinkommen zum Filmen. Das Auto habe ich letztes Mal gefilmt und das filme ich wahrscheinlich nachher noch, weil das ist auch ganz spannend. Das ist produziert von jemandem, der hier eigentlich nur diese Bleche baut. Der baut alles selber, diese ganzen Metallteile, um einfach Strukturen anzuschrauben. Hier ist alles halt hochwertig, alles Metall, alles komplett, jedes Möbel Metall. Und wie gesagt, die ganzen Strukturen und so, alles in Metall gebaut. Sehr, sehr hochwertig. Und erweiterbar, du kannst überall... Hi! Ja, wir haben uns letztes Jahr nämlich schon gesehen, da habe ich das Auto nämlich schon mal gefilmt. Nicht das ist jetzt ein neues, aber das filme ich später nochmal. Kleines Expeditionsauto. Und cool, weil der Typ ist ganz cool und der baut das halt alles selber im Metall. Ist halt Metallbauer und hat irgendwann gesagt, er baut sich sein Auto selber. Ist wieder ganz gut angekommen und deswegen ja, stellt er jetzt hier zum zweiten Mal aus. Letztes Jahr hat er das erste Auto das erste Mal hier auf der Messe ausgestellt und da gab es das Auto noch nicht zu kaufen. Da war einfach seine Idee, einfach mal ausprobieren, wie kommt das an, interessiert es Leute und allem Anschein nach interessiert es Leute, denn er steht hier nochmal und ich muss ihn nochmal fragen nachher, ob er das mittlerweile jetzt auch professionell anbietet oder nicht. Dachzelthersteller gibt es auch, allerdings die meisten von euch wissen das. Ich liebe ja diese Roof Space Zelte, weil die halt einfach qualitativ Hammer sind, vom Aufbau sehr, sehr gering sind und funktional sehr, sehr cool sind. Die gefallen mir nach wie vor viel, viel besser als solche dicken Koffer hier. Guck mal, das ist ja auch ein Trümmer, wenn ich so ein Ding auf dem Auto habe. Also da würde ich mich auch jederzeit eher für Roof Space entscheiden, als hier für so ein Zelt. Aber ich wollte es euch mal zeigen, es gibt hier auch ein paar Dachzelte. Und hier natürlich auch auf sehr, sehr geilen Autos. Chinesen lieben halt auch diese großen Pickup-Trucks. Und es gibt viele Importeure, diese Pickup-Trucks. Ich weiß jetzt gerade nicht, ich gucke mal gerade nach vorne, ob das eine chinesische Variante ist oder ob das, ein Amerikaner ist, weil die importieren mittlerweile auch hier diese Fahrzeuge. Zum Beispiel Ford und so weiter aus Amerika hierher. Hier haben wir zum Beispiel einen Hersteller, der importiert die Autos hierher und baut die dann um. Und ihr seht hier den Ford aus Amerika, Pickup Truck. Und hier in der Variante mit einem hochfahrbaren Aufsatz. Sogar hier jetzt zweietagig. Oben hast du nochmal die Möglichkeit hochzukrabbeln. Und ein Zelt oben drauf. Ecoflow-Anlage. Das ganze Ding kannst du hochfahren. Das ist schon krass. Und wie gesagt, das mit dem Hochfahren macht man natürlich, um hier auch überall durchfahren zu können. Um auch in Gebiete und Bereiche zu kommen, wo du sonst nicht hinkommst. Ja, Caravan Show ist hier halt ein Familienausflug. Du kommst mit der gesamten Familie hierher. Und die Kinder freuen sich, wenn sie hier ein bisschen was zu klettern und zu erkunden haben. Und das siehst du hier an allen Ecken und Enden. Und es tut mir teilweise auch ein bisschen weh und leid für die Autos, weil du ja, hier auch irgendwie harte Nerven haben musst, wenn du hier Besitzer von diesen Autos bist. Und erst recht, wenn du so unfassbare Autos hast wie dieses Auto.
unfassbar Autos. Unfassbar geiles Auto. Dieses Auto habe ich gefilmt. Ihr werdet es demnächst sehen bei Road Explorer China. Ich habe selten ein geileres Auto gesehen als das. Das ist so unfassbar geil, was da alles reingebaut ist. Und dass der hier so einen Platz hat, so eine Alleinstellung, ist auch absolut berechtigt, weil dieses Auto ist unfassbar. Wenn du das von innen siehst, denkst du nur, boah, geil. Also wirklich, ja, schaut es euch an. Road Explorer China. Stelle ich euch das Auto einmal im Detail vor oder beziehungsweise der Besitzer des Autos stellt es uns einmal vor. Und wir haben jetzt hier nochmal Doppel-Slideout. Wir haben darüber gesprochen, der Grundriss ist meistens identisch. Das Dekor ist dann halt anders und im Ende entscheidet man sich dann halt vermutlich eher aufgrund des Preises. Also die Preise variieren. Außen sehen die Autos relativ ähnlich aus und innen vom Grundriss sehen sie auch sehr, sehr ähnlich aus. Man sieht es, dass hier die Variante der Pickup Trucks sehr, sehr beliebt ist. Die Ausbauten auf den Pickup Trucks sehr, sehr beliebt sind. Jetzt kriegen wir hier übrigens was mit. Das ist ganz spannend. Ich stelle mich hier kurz hin. Denn wenn hier ein Auto verkauft wird, dann gibt es immer eine kleine Party. Man sieht es hier auch ab und an. Liegt hier überall so ein bisschen grobes Konfetti rum. Und jedes Mal, wenn halt ein Auto verkauft wird, dann wird das hier zelebriert und gefeiert mit diesen kleinen Feuerwerkskörpern. Früher gab es übrigens richtiges Feuerwerk. Da wurde hier halt richtig Feuerwerk irgendwie dann in den Hallen sogar gezündet. Und das wurde verständlicherweise verboten. Das macht man mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile gibt es hier halt nur noch diese kleinen Röhrchen, mit denen man hier Feuerwerk machen kann. Ich bin ganz froh, dass ich früher hier nicht durch die Hallen gelaufen bin. Ja, ganz süß. Sieht auch aus wie ein Fahrzeug für Kinder oder Familien ein bisschen. Allein aufgrund der Gestaltung. Ich meine, hier guck mal, der Teppichboden oder hier mit den kleinen Stofftieren, die hier überall sitzen. Oder die Außenlackierung ist halt schon auf jeden Fall sehr kindertauglich. Wir sind hier in einer Halle, die gab es letztes Jahr nicht. Die ganzen Aussteller, die hier sind, gab es letztes Jahr nicht. Hier auch wieder ein Hersteller von sehr hochwertigen Autos. Ihr seht schon, die Autos sind halt zugeliefert. Hier Toyota haben wir zweimal, dann haben wir einen Iveco und einen Mercedes Unimog. Und das sind halt Autos, die werden extra importiert, damit die dann halt auch international verkaufen können. Es gibt halt teilweise auch sehr, sehr spannende Autos. Ich finde übrigens den JMC hier sehr, sehr spannend. Das ist eine Kooperation mit Ford Transit. Und finde dieses Auto sogar viel, viel hübscher eigentlich als den Ford Transit. Sieht ein bisschen aus wie so eine kleine Cocktail-Lounge, auf jeden Fall ein Männerauto. Für Männer älteren Jahrgangs würde ich sagen, hier ne, mit den Leder, schwarzes Leder überall, einmal mit nochmal diesen kleinen Metallbeschlägen, auch auf den Ecken und so, und hier der Wasserhahn auch im gleichen Dekor. Muss man mögen, aber natürlich auch sowas hat einen Markt und auch sowas wird produziert. Wir gucken nebenbei hier ganz kurz in die kleine Kabine rein, weil hier gerade ein bisschen Platz ist. Aufbaukabine ist auch sehr beliebt, weil du natürlich bei so einem Auto theoretisch auch einfach nur die Kabine verschicken kannst. Also die können natürlich auch aufgrund der Tatsache international verkaufen. Es ist nach wie vor ein großes Thema für Chinesen. Wie können sie auch international verkaufen? Es ist momentan noch nicht so richtig leicht. Aber wie gesagt, der Markt ist da ordentlich in Bewegung. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Maxus wird da vorströmen, weil Maxus halt einfach auch natürlich
Energie, Kraft und das Geld dafür hat, auch den europäischen Markt zu erobern. Im Mai wird es halt was ganz Spannendes geben. Im Mai kommt ein Maxus nochmal raus als Hybridfahrzeug und Wohnmobilausbau und ich bin gespannt. Wir wurden schon angesprochen, ob wir dieses Auto dann im Detail mal filmen können, weil Maxus das Auto gerne auch in Europa vorstellen möchte. Und das hat natürlich einen Grund, warum die das Auto in Europa vorstellen möchten. Die haben da ein wirtschaftliches Interesse, sage ich mal so. Hier auch ein spannender Hersteller, auch die importieren die Autos. Also hier Ford, die Marke kenne ich gar nicht, weiß gar nicht, was das ist. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, keine Ahnung. Und dann hier nochmal Ford, alles amerikanische Fords. Da sieht unser Ford richtig hässlich gegen aus, finde ich. Ne? Also hier die amerikanische Variante mit der Front macht schon ordentlich was her. Die nutzen diese Fahrzeuge unter anderem als Basisfahrzeuge für Feuerwehrwagen. Also die bauen die Autos hier für die Feuerwehr um und als kleines Randgeschäft bauen sie nicht nur Feuerwehr, sondern bauen halt auch Wohnmobilkonzepte. Wenn euch das Auto interessiert, wieder Road Explorer China. Ich habe das Ding im Detail einmal gefilmt, könnt ihr euch das angucken. Ja, jetzt laufen wir hier nochmal an einer Armada von Fahrzeugen vorbei. Ich finde ja hier die Front von diesen Autos halt auch mega cool. Chinesische Variante und daneben nochmal die amerikanische Variante des Fords. Ja, und so ein paar Schlachtschiffe gibt es hier auch. Hier eine alte Variante vom Ausbau und hier die neue Variante. Habe ich mir allerdings nicht angeguckt, weil ich dachte, okay, das ist ein bisschen zu groß für mich. Und auch für die meisten Chinesen ist das eine Größe, die nicht interessant für Chinesen ist. Denn in China läuft das ja mit dem Führerschein anders. Also so große Autos, da brauchst du halt einen speziellen Führerschein für. Und für alle anderen Autos, die müssen nur unter 6 Meter sein, dann kannst du mit dem Auto auch so durch die Gegend brettern. Und somit sind die Autos jetzt nicht ganz so beliebt. Natürlich auch immer spannend, trotzdem zu sehen, was so los ist. Aber ich meine, wenn du die Alternative, und ich gehe jetzt hier nochmal kurz ein bisschen auf den anderen Stand rüber, damit ihr das nochmal seht hier. Hallo. So, weil hier seht ihr nochmal, das Ding hier ist unter 6 Meter. Ne? Also das ist ein Auto, das können die Chinesen problemlos fahren. Und das sieht ja auch aus wie ein Panzer schon hier, oder? Also auch wieder wie ein Expeditionsfahrzeug und da steht halt auch schon Mount Everest drauf und so. Vermutlich ist das auch ein Auto hier. Da ist die Routenbeschreibung drauf. Also die haben mit dem Auto auch schon mal eine ordentliche Route gemacht. Können wir gucken, ob wir irgendwas erkennen. Sieht aus wie eine große China-Rundreise. Ne? Die tricksen natürlich ein bisschen mit der Länge. Also der hintere Aufbau, der zählt nicht. Es zählt halt die untere Kante, nicht die obere Kante. Deswegen kriegen die das dann halt irgendwie auch immer mit den 6 Metern hin und haben trotzdem noch ein bisschen Staufläche, um hier was zu verstauen. So. Jetzt laufe ich hier noch mal gerade raus und laufe jetzt mit euch noch mal ganz nach vorne, weil vom Prinzip von den Hallen war es das auch schon, kann man sagen. Also wir haben vorne die Halle 1 mit den großen Playern aus China. Wir haben hier vor uns die Hallen 6, wo auch sehr, sehr spannende und spezielle Fahrzeuge drin sind. Unter anderem hier dieses Auto, was dann halt nochmal eine zweite Etage oben drauf hat, das Schlafzimmer oben drauf hat. Und hier die Halle 7, da sind auch die Veranstaltungen. Naja, ist egal, zeige ich euch später. Da sind auch die Veranstaltungen, also da wird halt auch ein bisschen Rahmenprogramm geboten. Und es sind halt eher kleinere Produzenten da, was es halt auch, finde ich persönlich, sehr, sehr charmant macht, weil dadurch halt auch nochmal ein paar, in Anführungszeichen, Prototypen dabei sind. Da sind halt auch mal Autos, die man so noch nicht gesehen hat, wo der Grundriss nicht unbedingt der gleiche ist. Vielleicht renne ich hier einfach durch diese Halle zurück und wir sehen vielleicht nochmal das eine oder andere. Übrigens meine Lippen, ne, die sind so trocken hier. Ich fürchte, das ist hier entweder die Luft oder das Wasser. Ich habe keine Ahnung, was hier
in Beijing so los ist, aber spürbar habe ich halt irgendwie extrem trockene Lippen. Und das hat nichts mit dem Quatschen zu tun, das habe ich schon die ganze Zeit. So, ja. Ich bin diesmal ein bisschen länger in Beijing, weil ich mir Beijing noch ein bisschen angucken wollte. Ich war noch nie so intensiv in Beijing und deswegen wollte ich mal gucken, was gibt es denn hier noch, was man sich so angucken kann. Unabhängig von Wohnmobilen oder Wohnmobilreisen gibt es halt noch spannende Geschichten. Also dieses Gelände hier finde ich schon sehr, sehr spannend und es wäre theoretisch ein Gelände, auf das du normalerweise gar nicht fahren würdest, wenn hier nicht eine Veranstaltung wäre. Also du fährst jetzt hier nicht hin und guckst dir alte Fabrikhallen an. Aber dadurch, dass jetzt hier diese 21RV größte Messe für Wohnmobile in China stattfindet, bist du hier auch mal dann auf diesem Gelände unterwegs. Es gibt halt auch ein bisschen was zu essen. Hier so ein paar Essenstände. Ich kann ja mal gerade filmen, ne? Sieht auch ganz spannend aus. Lecker, genau. Also große Platten zu essen, Suppe zu essen. Ich gehe mal gerade, das interessiert mich jetzt doch nochmal. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber es sah ja echt ganz spannend aus. Ja, hier gibt es so gefüllte Eierkuchen. Und wo haben die diese Platte her? Hier ist ein paar Würstchen. Limo. Na gut, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Aber hier diese Schale mit diesen unterschiedlichen eingelegten Gemüse und Varianten sieht ja sehr, sehr lecker aus. Ich habe auch heute noch nicht richtig gegessen. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier mit euch noch mal kurz zum Essen gelaufen bin. Weil ich selber ein bisschen Bock auf Essen gerade habe. Die Wege sind hier ganz schön lang. Ich habe es ja schon gesagt, ne? Also abends tun mir ganz schön die Füße weh. Und es ist auch so, dass viele halt gerne mit dir quatschen. Ne? Jetzt habe ich halt das Glück, dass hier die Kamera mich davon abhält, dass hier Leute mich anquatschen, weil ich dann halt immer ganz gut durchkomme. Aber sonst, die Chinesen hier sind extrem freundlich, aber auch extrem wissbegierig. Die wollen halt wissen, wo kommst du her, was machst du hier, warum bist du hier. Das ist schon nett und spannend. Also wenn es nicht überhand nimmt, dann ist das sehr, sehr nett, weil Chinesen sind grundsätzlich sehr, sehr offen und nett. Sie haben aber auch so eine Ellbogenmentalität, gerade wenn es so darum geht, sich ein Fahrzeug anzugucken. Ne? Ich will das als erstes angucken, ich will da durch und so. Aber wenn du mit denen ins Gespräch kommst, sind die alle super, super nett, super freundlich, super hilfsbereit. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Das ist bei uns ein bisschen anders. Vielleicht liegt das auch daran, weil ich Ausländer bin. Ich bin mir nicht sicher, ob die dann selber zu anderen auch so nett und freundlich sind, also zu anderen Chinesen. Aber ja, so ist es. Hier wird ordentlich angestanden, um hier reinzukommen. Es ist nicht so einfach, aber vielleicht kann ich einfach mal kurz rüber filmen. Also das ist wie gesagt der Hersteller, der eigentlich fürs Militär produziert. Produziert auch nur die Kabinen. Du kannst die Kabinen auch kaufen. Die werden verschickt. Hello. Fine, thank you. Und hier eine Chinesin, die sehr gut Englisch sprechen kann. Very good English. So better than my English. Und hier eine Kabine, auch ganz spannend. Kundenkonzept mit Eingangsbereich, Dusche. Weil derjenige, der diese Kabine bestellt hat, ist es ein Produkt, was extra angefertigt wurde. Die machen produzieren sowohl Standardkabinen als auch Kabinen, die extra für die so produziert werden. Ja, hier stehen die großen Autos, wie gesagt, Expeditionsmobile mit ihren Hallen. Ich filme mal gerade oben rein, wenn ich es schaffe. Schaffe ich gerade gar nicht, aber hier, ihr seht auch schon, was hier wieder für eine Reihe an Leuten ansteht, die hier alle sich dieses Auto angucken wollen. Wir laufen mal einmal rüber zu den anderen Autos. Auch das ist relativ neu hier. Jetzt haben wir sogar ein paar andere Langnasen gerade gesehen. Das fällt dann nochmal auf, weil es hier nicht so viele gibt.
ein paar andere Konzepte, die hier draußen stehen. Theoretisch hätten sie sogar noch ein paar Hallen hier übrig. Also dieses ganze Messegelände, das kann noch wachsen, es kann noch größer werden. Die Veranstaltung oder das Ziel des Veranstalters ist auch noch größer zu werden. Ich meine, die sind eh schon der größte Messeveranstalter für Wohnmobile in China. Aber sie wollen noch größer werden. Sie stehen auch ein bisschen im Konkurrenzkampf mit der All-in Caravan, die im Mai stattfindet. Und die betteln sich ein bisschen, weil es darum geht, wer zeigt als erstes die neuesten und schicksten Innovationen. Und deswegen ist diese Messe hier auch im März schon am Anfang und die andere erst im Mai. Aber wir haben jetzt auch gerade das Glück, dass das Wetter hier schön warm ist. Also entsprechend kannst du hier auch super draußen rumlaufen. Wenn es jetzt hier nicht ganz so warm wäre, dann wäre das auch schon wieder scheiße. Letztes Jahr war es halt draußen richtig schweinekalt. Da hast du gar keine Lust gehabt, draußen großartig rumzulaufen oder geschweige denn die hier draußen irgendwelche Konzepte anzugucken. Und ja, dieses Jahr haben sie ein bisschen mehr Glück bezüglich des Wetters. Es ist halt einfach ein bisschen angenehmer, wenn das hier so schön warm ist, ne? Und vor allen Dingen noch die Sonne scheint, also und nicht regnet oder so. Oder Schnee fällt, ne? Ich meine, hier waren ja mal 2022 die Olympischen Winterspiele. Es ist Wochenende, es ist voll. Es sind sehr viele Chinesen unterwegs, die sich hier alle ein Auto angucken wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich auch alle eins kaufen wollen. Aber sehr viele hier unterwegs. Und das Interesse ist sehr groß. Hier mal eine etwas andere Variante. Sieht ein bisschen aus wie ein Verkaufswagen. Denn ich kann hier die gesamte Seite aufklappen und habe hier quasi eine Bar. Und kann hier an die Bar gehen und 2 beers please gleich was bestellen. Wir drängen uns da jetzt mal mit rein und leider muss man das auch immer tun. Es ist halt einfach ein bisschen, man gewöhnt sich an die Mentalität, nicht großartig zu warten, sondern auch einfach mit hinein. So ist es halt einfach, ist es halt in diesen Autos dann halt auch immer verhältnismäßig voll, viel los. Hecksitzgruppe, darüber ein kleines Bett zum Runterlassen und ja. So, gehen wir einmal wieder raus. Zumindest haben wir es gesehen. War jetzt vom Grundriss natürlich auch wieder ein Grundriss, den man schon öfter gesehen hat. Gerade bei solchen Fahrzeugen ist das natürlich auch schwer, noch innovativer zu werden. Ich meine, so eine Klappe, die ist jetzt schon natürlich ganz innovativ. So, jetzt die Lautstärke nimmt schon wieder ein bisschen zu. Das ist halt auch mitunter nicht immer ganz einfach. Da muss man halt ein bisschen gegenbrüllen. Ich laufe jetzt hier vorne nochmal hin. Und hier wieder auch die richtig fetten Autos. Ist das hier wieder? Nee, ist keine Ford-Variante, die importiert wurde, sondern hier in dem Fall wieder ein chinesisches Fahrzeug. Aber natürlich geil, ne? Also in der Art und Weise. Und wenn ihr euch dann vorstellt, dass ihr für so ein Auto dann halt irgendwie 50.000 Euro bezahlt, dann wäre das ja ein absolutes Träumchen, wenn man so ein Ding dann halt auch irgendwie in Deutschland oder in Europa bekommen würde. Ab und an sieht man ja schon mal ein paar Macken und nicht so gut verarbeitete Möbel. Aber grundsätzlich kann ich sagen, dass die Qualität vom Möbelbau schon absolut vergleichbar ist mit der Qualität in Europa. Da gibt es jetzt nicht großartige Unterschiede. Also eher im Gegenteil, ne? Es wird halt nochmal darauf geachtet, dass hier auch nochmal andere Materialien verwendet werden. Das ist halt natürlich auch entsprechend günstiger. Hier jetzt eine Aluminiumkante irgendwo ranzuklöppeln, ist weitaus günstiger, als das jetzt irgendwo in Europa zu tun. Entsprechend muss ich auch sagen, tun die das auch so, weil
Auch hier, ihr seht, es sind sehr, sehr viele Anbieter, es sind sehr, sehr viele Fahrzeuge. Chinesen haben große Auswahl, was die Autos angeht. Und verrückterweise ist es auch so, dass es hier eine Veranstaltung, die ist jetzt halt 4 Tage lang in Beijing. Was soll ich euch sagen? Die ist hier so im Nordwesten. Und es gibt noch eine Veranstaltung oben im Norden. Genauso eine Veranstaltung hier für Wohnmobile. Zur gleichen Zeit verrückterweise, weil die sich auch ein bisschen betteln. Das ist halt auch ganz spannend hier, was so die Messebetreiber angeht. Also die versuchen auch um die Gunst der Messebesucher und vor allen Dingen auch der Anbieter zu kämpfen und versuchen sich ein bisschen gegenseitig zu überbieten. Der Veranstalter im Norden, der hat seine Termine jetzt extra halt auch auf dieses Wochenende gelegt. Und es wird dann halt auch bei allen Leuten geworben darum. Auch bei, habe ich zumindest von unseren kleinen YouTube-Freunden gehört, auch um die Influencer wird geworben, dass die dann doch bitte nur zu dieser Veranstaltung kommen sollen, damit halt einfach die Veranstaltung mehr promotet wird. Also auch hier steckt natürlich Geld drin und da versucht man natürlich auch irgendwie die Konkurrenz auszuschalten und halt irgendwie besser zu sein als der andere. Wobei ich halt sagen muss, also die Veranstaltung im Norden soll halt auch sehr, sehr spannend sein, weil da ein großes Wassersportgebiet ist. Also da kann man viel Wassersport machen. Und das ist halt mehr so ein bisschen Campingplatzcharakter. Und hier ist es ja schon sehr, sehr Messecharakter. Ich meine, es ist halt extrem geil und spannend bezüglich dieser ganzen alten Strukturen, die hier einfach überall auf dem Gelände zu sehen sind. Und das macht natürlich hier auch den Charme der Messe aus. Aber das andere Gelände ist jetzt hier 1,5 Stunden von hier entfernt. Da habe ich jetzt auch gerade nicht mehr so viel Begeisterung, dahin zu fahren. Ich zeige euch hier noch mal ganz kurz den Eingangsbereich. Ist das der Eingangsbereich? Ich muss gerade noch mal gucken, ob ich hier reinkam. Oder ob das der falsche ist. Das ist der falsche. Ich muss einen weiter rein, glaube ich. Nee, doch nicht. Wo war das denn? Verdammt, habe ich mich verlaufen. Oder ich glaube, das war der Eingang. Sie haben ihn jetzt nur zugemacht, damit da keiner mehr reinläuft. Naja, auf jeden Fall hat man da auch nochmal hier diesen riesengroßen Kessel da drin gesehen. Ich nehme mal an, das ist so ein Schmelzofen gewesen. Das ist schon echt sehr, sehr spannend hier, das Gelände. Und grundsätzlich ist die Messe natürlich spannend, was man hier zu sehen kriegt. Es ist halt einfach nur viel zu voll. Soweit sind wir aber durch, muss ich sagen, Leute. Das ging jetzt ja doch schneller, als ich gedacht habe. Einmal hier im Schnelldurchlauf. Wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Ich habe euch grundsätzlich einen groben Überblick gezeigt hier, was man auf der Messe hier erwarten kann, was man hier findet. Ich nehme an, nächstes Jahr wird das noch größer werden. Nächstes Jahr wird das hier noch mehr werden. Ich gehe hier nochmal ganz kurz auf die Übersichtstablette. Ihr hört schon, ich kann auch gar nicht mehr ordentlich reden. Ne? Es ist schon hier, Sprachzentrum ist wieder vorbei und ich muss auch unbedingt gleich mal was trinken. So, ihr seht hier, wir waren in der Halle 1, da sind alle Anbieter aus der Halle 1. Wir waren in der Halle 13, Komponenten. Wir waren in der Halle 14, auch Komponenten. Wir sind hier durch die Halle 6 gelaufen und wir sind in der Halle 7 gewesen. Ja, damit haben wir, wie gesagt, einen groben Rundumblick gehabt hier, was ist hier eigentlich auf der Messe los. Und jetzt kann ich euch noch mal ganz kurz meinen Buddy zeigen. Der ist hier nämlich sogar diesmal vertreten. Liebe Grüße, Lukas, der AV-Detective mittlerweile. Auch sehr, sehr berühmt hier in China. Und das ist ganz lustig, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Der kommt hier natürlich nicht annähernd so gut durch wie ich. Der ist hier sehr, sehr beliebt. Die Leute gucken die Kanäle, die er halt hat, sehr, sehr gerne. Er hat auch einen YouTube-Kanal, er hat einen TikTok-Kanal. Also unterschiedliche Kanäle, wo er halt Wohnmobilkonzepte vorstellt, allerdings ein bisschen anders, als wir das machen. Der hat halt das große Glück, dass er von den Herstellern selber eingeladen wird und dann fährt er auf die Gelände von denen zu den Fabriken und hat er dann eher die Möglichkeit, exklusiv zu zeigen, was diese Hersteller gerade anbieten
und was es da für Innovationen und Neuigkeiten gibt. Also der wird eingeladen und an der Stelle muss ich mal sagen, so liebe Hersteller, ladet mich ein, ich komme gerne zu Besuch, ich filme gerne eure Sachen, ne, aber es muss schon eine ordentliche Einladung sein. So, es kommen immer noch Leute, aber ich hau jetzt ab, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Angucken. Es war echt ein langer Weg mit euch. Und dieser Weg war steinig und hart. Und ich ende da hinten in der Ecke, wo ich angefangen habe, um euch nochmal den letzten Blick hier über das Gelände zu geben. Und vor allen Dingen über diese spektakulären Reste von dem Fabrikgelände, was man hier so sieht, diese monströsen Stahlbauten, die hier stehen. Das ist wirklich krass. Ach so, wenn es euch noch interessiert, was ist denn jetzt hier auf diesem Gelände? Also hier ist mittlerweile halt einfach hier dieses große Messengelände. Wie ihr seht, da hinten bauen sie noch ein Verwaltungsgebäude daneben, beziehungsweise ich glaube unten soll nochmal eine Halle sein und oben dann Verwaltung drüber. Hinten raus sind noch ein paar Hallen, also man hatte hier auch noch die Möglichkeit, noch ein bisschen mehr auszustellen und mehr zu zeigen. Es gibt diesen Weg mit diesen kleinen Wagen, da hinten sieht man sie nochmal. Und man kann hier einmal über das gesamte Gelände fahren und sich einen Überblick verschaffen, wie sieht das hier aus. Denn da hinten, da sind die alten Strukturen noch vorhanden, also nicht nur alte Fabrikhäuser, sondern alten Strukturen von den Olympischen Spielen. Da gibt es noch so ein paar Austragungsstätten, also wo halt früher diese Olympischen Spiele stattgefunden haben. Dann haben wir hier nochmal ein großes Museum, was da hinten gebaut wurde. Hier sind so ein paar Restaurants auf der Anlage. Da hinten ist ein McDonald's zum Beispiel. Hier vorne sind so ein paar chinesische Restaurants. Da hinten im Hintergrund ist nochmal ein großes Hotel gebaut worden. Also die machen hier auch in diesem Bereich eine Menge. Und da hinten bei diesen Kühltürmen, da ist nochmal eine große Parkanlage, da sind nochmal so ein paar Pagoden, nochmal so ein paar kleine Tempel hingebaut worden, glaube ich, die standen da wahrscheinlich früher nicht. Aber ja, man hat da nochmal so eine kleine Parkanlage, wo man dann halt ein bisschen durchschlendern kann und theoretisch auch Tretboot fahren kann. Und ihr merkt schon, ich will gar nicht aufhören mit Labern und merke, dass ich mich jetzt langsam von euch verabschieden muss und ich will es gar nicht. Ich würde am liebsten mit euch hier noch die ganze Zeit weiterlaufen und euch ein bisschen mehr hier von der Messe erzählen. Aber ich glaube, an der Stelle habt ihr wahrscheinlich auch gar keinen Bock mehr, mein Gelaber anzuhören, wer überhaupt noch dabei ist. Bei dem muss ich mich jetzt mit aller Liebe und Herzlichkeit bedanken. Vielen, vielen Dank, dass ihr so lange dieses Video angeschaut habt. Vielen Dank, dass ihr mich so lange ertragen habt. Vielen Dank, dass ihr mein ganzes Gelaber ertragen musstet, weil ich musste mir natürlich auch so ein bisschen was an den Fingern herbeiziehen. Macht's gut, Leute. Haltet die Ohren steif. Liebe Grüße aus Beijing, hier von einem unfassbar geilen Gelände. Ach ja, China ist halt einfach so verrückt, ne? Ich meine, guckt euch das an. Die machen aus allem Geld. Jetzt kannst du hier mit so einem Ding hier einmal oben lang fahren über das alte ehemalige Gelände der Winterspiele 2022. Und das ist echt spannend hier. Guck mal, hier vom Bodenbelag hat man hier auch theoretisch einen Laufbereich, also wie so ein Ratternuntergrund oder wie so ein Laufuntergrund, der halt nicht so hart ist, und dann hier einen härteren, wo man halt ein bisschen spazieren kann durch diese wundervolle Anlage mit diesen ganzen alten Fabriktürmen und stehen gebliebenen Gebäuden. Das ist schon sehr, sehr geil. Und hier, wenn man hier rüber guckt, da hinten, da ist halt noch die Skisprungschanze.